Herzlich willkommen bei der Zwei-Fotos-Show, beziehungsweise Two-Fotos-Show. Wir haben heute eine Episode in Deutsch. Ich sitze hier mit Sophia, unser Gast heute. Hallo. Hallo. Ich stelle mal kurz Sophia vor. Wir kennen uns schon, sehr lange. Wir sind nämlich Geschwister. Und ich kenne Sophia, seit sie geboren wurde, in Dresden. Mhm. Genau, und Sophia, oder ich sag Fili als Spitzname, hat ein Foto mitgebracht, das ihr dann jetzt auch eingeblendet sehen werdet, beziehungsweise in den Shownotes oder auf der Seite eingebunden. Und ihr könnt jetzt mal das Foto anschauen, also das Bild 1. Ich habe das Bild, ich sage einfach selber was dazu. Sag mal was dazu und dann können wir vielleicht in die Diskussion einsteigen dazu. Genau. Ich habe das Foto in meiner Zeit in Prag gemacht. Also ich habe ein Semester in Prag studiert und habe dort auch mich mit dem großen Thema Fotografie beschäftigt, also auch mich mit der Stadt dann damit auseinandergesetzt und auch versucht, meine Eindrücke eben fotografisch festzuhalten. Ja, und ein großes Thema in Prag war für mich Tourismus. Denn auf meinem Weg auch zur Uni, die mitten in der Innenstadt liegt, bin ich oft durch so viele Touristen gegangen und alle großen Plätze in Prag sind meiner Meinung nach zur normalen Tageszeit wirklich sehr bevölkert von Touristen, was das Ganze eigentlich schon zum Teil entzaubert oder einfach stressiger macht, sich dadurch zu kämpfen, durch die Gruppen. Und dieses Foto habe ich gemacht, unter der Reihe Tauben in Prag. Ja. Denn ich habe irgendwann festgestellt, dass es wirklich sehr, sehr viele Tauben gibt und dass die logischerweise auch an den Plätzen sind, wo viele Leute sind, weil sie dort Krümel bekommen und auch, da viele in den Papierkörben ist. Und dann habe ich mich aber auch gefragt, wie die Tauben das so sehen, also auch die Touristen. Ja. Und auch natürlich die tollen Plätze in Prag, ob die das so wahrnehmen oder wie ihr Leben eigentlich so verläuft. Und deshalb, das ist eben wirklich die Taube auch als Hauptfigur auf diesem Foto, dass ich persönlich dann auch das Subjekt, könnte man sagen. Ja. Mit am besten fand, denn eigentlich sind es ja oft auf Fotos drauf. Ist auch in der Mitte und es ist auch, also ich kann ja jetzt schon mal sagen, was ich so sehe, also das, die Taube ist irgendwie so fast mittig, also zumindest auf der horizontalen Ebene. Ja. Und sie ist, es ist ein Kontrast drumherum, also sie ist sozusagen gut zu erkennen, weil dahinter, also es könnte natürlich noch mehr Kontrast sein, wenn es dahinter weiß wäre, aber sie setzt sich so ab, dass man sie sozusagen sieht. Was mir auch gleich aufgefallen ist, dass die Taube quasi, dass die Perspektive eher auf der Augenhöhe der Taube ist, oder nicht ganz, aber fast. Also dass sozusagen die Menschen oder die anderen, die da relativ nahe stehen, eben da das Gesicht überhaupt nicht, also die Menschen sind quasi nicht so wirklich interessant als Subjekt, weil man sie nicht komplett sieht, weil sie quasi angeschnitten sind, oder? Ja, da war auch, also die Geschichte war da auch also während der Fotoserie habe ich auch gemerkt, dass ich mich um die Tauben zu porträtieren, natürlich in eine andere Ebene begeben muss, aber trotzdem hat mir das Fotografieren auf, sagen wir so eine im Knien Fotografierperspektive auch einfach mehr Spaß gemacht, denn sonst hatte ich immer den Eindruck, ich fotografiere das, was ja auch mich sowieso genervt hat, was Tausende von Menschen jeden Tag ständig ablichten und auch zum Beispiel die astronomische Uhr, die da in der Nähe ist, oder diese Seifenblasen Attraktionen, da verschiedene Gebäude, auch die Teinkirche zum Beispiel. Und
mich hat das einfach wirklich nicht mehr interessiert, so auf meiner typischen Betrachterhöhe zu sein. Und dann habe ich auch ein bisschen an der Blende rumgespielt, dass eben auch der Hintergrund nicht mehr so scharf wird und eben dann dieses Gehen, also vorbeigehen, weil ja auch viele, zum Beispiel diese 3 Personen, vielleicht nicht unbedingt jetzt in so einer touristischen Situation in Prag sind. Also ich glaube, der Mann mit dem Koffer kann natürlich schon sein, dass er zu einem Hotel geht. Aber gerade die Frau, denke ich, die ist einfach einkaufen gewesen. Also die ist da über den Platz. Nespresso steht da drin. Ja, gegangen mit ihrer Kaffeetüte. Und ja, das zeigt eben auch so fand ich, das Kreuzen von verschiedensten Wegen. Also so viele Menschen aus so vielen verschiedenen Orten der Welt treffen sich da ja und ihre Wege überschneiden sich teilweise. Ja, und ich fand auch toll bei dem Foto, deshalb habe ich es auch ausgewählt, aus den verschiedenen, in denen ich auch Beine von Menschen fotografiert habe. Auch Po-Partien und Hunde. Das fand ich dann auch interessant, die Entdeckung, dass eben die Hunde ja auch nicht auf der Höhe der Menschen sind. Aber die Hunde hast du dann, da ist dann der Kopf vom Hund. Klar. Ja. Die waren dann eben, wie die Tauben ja auch. Ja, aber es ist natürlich ein bisschen größer, kommt auf den Hund an, aber ja. Ja. Nee, und hier fand ich gut, dass eben auch alle 3 Menschen so fast wie im Stern aufeinander zulaufen. Also, und die Taube eben fast im Mittelpunkt ist, wenn man diese Linien, also auf denen sie laufen, gedanklich verbindet. Ja. Das ist schön. Also genau, ich sehe auch, dass die Schuhe sozusagen, dadurch, dass sie sich so hinbewegen, hast du auch nochmal so wie so einen kleinen Pfeil, der auf die Taube geht. Genau. Das heißt, es geht nochmal was so zum Subjekt hin, wenn man die Linien fortführt. Man hat aber auch unten durch dieses Pflaster noch so Linien, die quasi nochmal quasi zum Betrachter laufen, also so ein bisschen am Betrachter vorbeilaufen. Das heißt, du hast noch so einen interessanten Vordergrund durch das Pflaster. Auch das Pflaster finde ich sowieso und sehr... Und es gibt einen Hintergrund, der unscharf ist, hinten noch mit diesen anderen Leuten, die da teilweise natürlich auch, also der eine hat ein rotes T-Shirt an oder ein rotes Oberteil. Das will natürlich eigentlich Aufmerksamkeit so ein bisschen, aber ich würde sagen, dadurch, dass er unscharf ist schon die Taube klar das Wichtigste im Bild. Ja, eigentlich sind die hinteren Menschen dann so nur für den Kontext wichtig, okay, Touri-Gruppen, genau. Auch aber verschiedene Altersstufen, auch die Kinder, die schauen da bei den Seifenblasen gerade zu. Ja, aber ich muss sagen, ich habe ja in Prag für Schulklassen Führung gegeben. Im jüdischen Viertel und da sind wir, also natürlich habe ich jetzt nicht dort, wo du das aufgenommen hast, Führung gegeben, aber ich habe, wir sind dort lang gegangen, wir sind dort vorbeigegangen und es war immer, also es gab keine Tageszeit, wo mal nicht Touri-Gruppen im Bild waren, wenn man ein Bild gemacht hat, also wahrscheinlich so 4 Uhr nachts oder so, aber am Tag, also immer, ich war da vielleicht zwischen 10 und 18 Uhr und da war es immer genauso, mindestens. Und auch zu Stoßzeiten, also jetzt Wochenende, Ostern, konnte man da kaum treten. Ja. Und ich erinnere mich auch noch daran, dass du mal gesagt hast, dass man ja oft auch als Tourist die Welt um sich und auch diverse Taschendiebe völlig ignoriert und dann oft Touristen Opfer von Diebstahl werden. Ja, gerade vor der astronomischen Uhr. Ja, weil alle hochgucken. Alle schauen eben zur Uhr oder zur Kirche und dann hinten ist es völlig ausgeblendet. Ja. Da hatte ich auch beim Fotografieren ein bisschen mir Gedanken gemacht. Ja, natürlich nicht, ob ich bestohlen werde, aber einfach, weil ich auf so im anderen Modus war. Ich bin da eben nicht vorbeigegangen, sondern ich war da ja auch eine ganze Weile. Und habe Fotos gemacht. Ja, schön. Also ich finde das Bild sehr, sehr cool. Es hat eine interessante Dynamik, auch vor allem durch, ich finde, die Frau. Irgendwie, man sieht auch, sie hat ein bisschen Bewegungsunschärfe. Also gerade der linke Fuß ist, ich sehe jetzt nicht, was das für eine Belichtungszeit ist, aber ich würde so sagen, vielleicht eine 60. oder so, also eine 100. irgendwie so. Aber auf jeden Fall wird
Bewegung nicht komplett eingefroren, was aber gut ist. Ja, auch weil das damit diese mehr oder weniger hektische Betriebsamkeit ein bisschen unterstreicht. Es ist zwar eingefroren, aber eigentlich nicht ganz. Eilen sie ja vorbei. Und der mit den Nike-Schuhen auch so ein bisschen. Ja. Zwar nicht so doll, aber der ist auch so ein bisschen, genau. Ja, sehr cool. Also die Taube aber auch. Die Taube hat ja auch so ein bisschen, die ist ja auch gerade im Gehen. Sie ist am Gehen, was sehr lustig ist. Und auch die Schrittstellung. Ja, und auch, das fand ich dann in meiner Serie, habe ich ja viele Tauben abgelichtet. Ich fand auch dann sehr lustig, wie man doch so diesen Charakter von der Taube dem nochmal näher kommt, wenn man eben ganz viele Fotos sich plötzlich anschaut. Aber wie ist der Charakter? Also ist sie ja... Naja, auch so ein bisschen... Also nicht unbedingt arrogant, aber schon auch so recht stolz, guckt dann so rum. Also auch, und wenn sie gerade landen, das hatte ich zum Teil auch eingefangen, dann hat das schon einen imposanten... Durch die Flügel? Ja, also imposante Flügelfedern. Ja. So. Ist schon schick, also jedenfalls im Vergleich zu dem sonst so grauen Image. Ja, aber das ist eine ganz normale, das ist ja keine Dove, wie man im Englischen, sondern es ist so eine Pigeon. Ja. Quasi so grau. Auf Tschechisch Holub, also Holubki mit dem Täubchen. Ja, Täubchen. Ja. Ja, schön. Also ich habe natürlich überlegt, also du hast ja gesagt so ein bisschen, dass es bei deinem Bild um Tourismus geht. Ich habe halt überlegt, was ich da für ein Bild nehmen könnte, und mir ist eins aus Kopenhagen eingefallen. Ich war halt mal einen ganzen Monat in Kopenhagen, was ja für Tourismus, also normalerweise fährt man ja nicht einen ganzen Monat irgendwo hin. Und ich war aber einen Monat dort. Und das Bild, was ich ausgesucht habe, das seht ihr jetzt, das ist das Bild 2. Das ist so ein bisschen so ein Zufall. Also es ist natürlich, einerseits habe ich mir natürlich schon dabei gedacht, dass ich eine Doppelbelichtung machen will. Also es ist man muss dazu sagen, das Bild von dir war ein digital aufgenommenes Bild. Genau, mit einer einfachen digitalen Spiegelreflex. Genau. Und das Bild, was ich jetzt hier ausgewählt habe, ist ein Bild, das wurde mit einer 120er Rollfilm, also das Negativ ist 6 mal 6 Zentimeter groß. Das ist quasi jetzt nicht riesig, aber es ist größer als das normale Kleinbild, was man kennt, also 35 Millimeter wäre das Kleinbild, dieser perforierte Film, den die meisten, denke ich, kennen. Aber hier ist es 120er Rollfilm. Genau, und dieser 120er Rollfilm hat so ein bisschen die Eigenart, dass er keine Perforation hat. Also er ist oben quasi glatt. Und er ist aber auch nicht in so einer Patrone drin, sondern er ist auf so einem, ich sag mal, Papier aufgeklebt. Und dieses Papier sieht man auch, wenn man genau hinguckt, im Hintergrund. Das sind nämlich so Punkte, also es gibt verschiedene Kameras, aber bei manchen Kameras sind so kleine Fensterchen hinten. Und da kann man dann die Nummer durchsehen. Also damit man noch weiß, wie viele Bilder man hat. Und genau, auch wo das Bild ist. Genau, aber also sozusagen das Fensterchen ist so vielleicht einmal 1 Zentimeter groß. Und da ist dann immer die Nummer drin. Also eine 1 zum Beispiel oder eine 2, wenn man das Bild macht. Aber bevor diese 1 oder die 2 oder die 3 kommen so Punkte, damit man sozusagen weiß, dass man jetzt nicht mehr so schnell weiter transportieren soll. Das natürlich, weil man den Film in diesen Kameras meist manuell aufrollt. Und diese Punkte sind irgendwie durch ein Lichtleck wahrscheinlich, durch so ein Lightleak unten reinbelichtet, weil das Licht von hinten sozusagen durch das Papier auf den Film gekommen ist. Oben sind sie aber nicht, aber oben sieht man auch so einen kleinen, das Bild ist auch nicht bearbeitet, es ist einfach so gescannt. Oben so ein leichtes Lila. Genau, also das zu der Kamera und warum diese Bildfehler drin sind. Bildfehler, ich finde es eigentlich recht interessant, aber das ist so das, was so natürlich mit einer Digitalkamera erstmal nicht so kommt. So, und dann hat man hier, ich habe vorhin nochmal gerätselt, also ich glaube, das sind sogar 3 Belichtungen oder vielleicht auch 2, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also man hat dieses Gebäude, das ist ich glaube, das Planetarium, oder zumindest kann man sich da mit Sternen beschäftigen in Kopenhagen. Und davor ist ein Restaurant. Und man sieht das aber 2-mal, also man sieht das einmal auf der
linken Seite, ne, mit diesen, wo es komplett drauf ist und dann sieht man es nochmal auf der rechten Seite so angeschnitten. Und was mir da auch aufgefallen ist, als ich das Bild gemacht habe, ist, dass diese Treppenstufen sehr interessant von der Linienführung her gehen, weil sie sozusagen so auf einen zugehen und dann aber so, das ist ein Weitwinkelobjektiv. Das ist ja auch so, nach unten aufgefächert. Genau, es ist so ein bisschen aufgefächert, es ist so ein bisschen verzerrt. Also natürlich sind die jetzt in der Realität waren die Treppenstufen natürlich, normal. Die Treppenstufen sind. Also jetzt nicht so, die Linien sind nicht so gestürzt, es sind nicht so stürzende Linien gewesen, logischerweise. Ja. Aber neben diesem Planetarium war so ein kleiner, so ein See. Ja? Und der See, den sieht man auch. Der See ist sozusagen über diesen Treppenstufen auf der linken Seite so drüber geblendet. Und was auch drüber geblendet ist, ist ein Baum. Und diesen Baum sieht man quasi dort, wo Restaurant steht, ne? Also wo sozusagen diese anderen Ziegel noch anfangen. Und man sieht auch noch Personen. Also es gibt noch 2 Personen, die da hinten stehen. Mindestens. Also ich habe auch jetzt erst mal 2. Also vielleicht ist da noch eine andere. Also das ist sozusagen, und warum ich das jetzt mit Tourismus verbinde, ist, dass ich natürlich als Tourist in Kopenhagen war. Also eigentlich als Tourist durch die Stadt gelaufen bin. Aber weil ich dann auch schon, ich glaube, an dem Zeitpunkt war ich schon 2 Wochen da, hatte ich so die normalen Touri-Sachen natürlich durch und habe dann so ein bisschen bewusster gesehen, sage ich mal. Und ich fand dieses Sternwarte, Planetarium, was auch immer, ich müsste nochmal genau nachgucken. Ich kann das ja mal verlinken dann noch in den Shownotes, das Ding hat auch eine Webseite. Da gab es auch Veranstaltungen dran. Und ich fand das vom Gebäude her irgendwie interessant, weil es so, so rund, aber oben so abgeschrägt. Das hat schon eine tolle Architektur auch. Genau, und dann halt aber auch auf diesem runden Teil des Gebäudes eben noch diese blauen Linien hat, die irgendwie so in sich verschränkt sind. Und dann noch diese Treppenstufen davor und dann auch dieser Teil des Gebäudes, der bei Rang noch rauskommt, ist wie so ein Keil. Ja. Das fand ich auch sehr spannend. Und interessanterweise kommt es ja auch hin, dass dieser Keil so irgendwie, dass sich da dann auch diese Person so draufblenden und auch der Baum, weil der Keil natürlich ein bisschen dunkler ist und bei einer Doppelbelichtung braucht man natürlich dunklere Stellen, damit die Struktur von diesem Baum zum Beispiel besser rauskommt. Ja. Denn der Himmel, der ist natürlich sowieso sehr hell, das heißt je heller, also hellere Stellen, die aufeinander kommen auf einem analogen Film, wären natürlich sehr hell. Und irgendwann überbelichtet, ja. Genau, es ist überbelichtet und man sieht keine Struktur mehr. Ja. Und das ist, denke ich, ein Bild, was fast kein Tourist normalerweise in Kopenhagen macht. Das ist wahrscheinlich jetzt schon, ist natürlich einerseits auch so ein bisschen Zufall mit diesen Lichtlecks da oben. Es ist jetzt auch kein Bild, was man jetzt ins Album klebt unter Kopenhagen, ich war hier, weil es jetzt kein, ist jetzt nicht die kleine Meerjungfrau, die alle fotografieren. Oder auch du bist ja selber nicht drauf, das ist ja auch so ein typisches Muster, dass man sich selbst, dass man da war, als Bestätigung fotografiert. Genau, aber ich finde es irgendwie sehr interessant. Also das ist das Bild, woran die Frage ist ja, warum ist mir dieses Bild eingefallen, als du gesagt hast, irgendwie Tourismus. Und es ist mir eingefallen, weil es mir erstens sehr gefällt, irgendwie, weil es was Besonderes ist und weil es eben so irgendwie so analog und Doppelbelichtung, aber auch eben, weil ich mich dort als Tourist trotzdem noch gefühlt habe, obwohl ich eben so lange da war und obwohl ich eigentlich ja die Stadt irgendwie anders gesehen habe, aber ich war ja trotzdem noch Tourist, ich habe da ja nicht gelebt. Und ich finde, das ist ein ganz großer Unterschied, ob man in der Stadt lebt und dort wohnt und arbeitet oder ob man Tourist ist. Das ist mir auch oft aufgefallen, dass man ja in der eigenen Stadt, obwohl es da ja auch interessante Motive gäbe, aber viel weniger fotografiert, als wenn man gerade unterwegs ist. Und deshalb ist ja auch die Kamera so fast symbolisch für den Touristen. Genau, also, der so die Kamera am besten noch so hier vorm Bauchhänger. Mit einem großen Objektiv, gerade am besten, ne? Vor der Reise direkt gekauft, keine Ahnung, wie es funktioniert. Ja, oder einfach auch so meistens ein bisschen zu groß für. Ein bisschen zu dominant. Für die auch
umgebenden Menschen. Also oder auffällig. Das ist mir auffällig einfach. Ja. Also und nichts gegen Fotografieren, auch auf Reisen. Ich habe ja immer die Kamera dabei und mache sehr gerne Fotos, einfach auch, weil mich auch Gebäude wie das hier, ich habe es ja noch nicht selber gesehen, aber weil mich das einfach auch reizt und dann möchte ich das schon festhalten. Das ist ja auch so ein bisschen Architekturfotografie, bloß eben nicht klassisch, ne, weil es macht man ja nicht, Doppelbelichtung eigentlich. Nee, aber auch, weil man ja das dann festhalten will, auch als Inspiration vielleicht. Oder auch ich würde das dann festhalten als schönes Beispiel für Architektur des 21. Jahrhunderts, ja vielleicht. Da müsste ich auch noch mal gucken, das weiß ich nicht, wann das gebaut ist, aber ich glaube, es ist schon ein bisschen älteres Gebäude. Ja, na dann 20. Jahrhundert. Ja, aber mich stört zum Teil an eben Fotos und Tourismus, wenn man das so verbindet, dass es dann manchmal auch fast das Hinschauen ersetzt. Ja. Also, dass das Bildermachen dann so im Vordergrund steht und eigentlich alle, diese genaue Beobachtung dann also ich habe das auch gesehen. Zum Teil wegfällt. Ich möchte niemandem das unterstellen. Aber ich fand das manchmal auch bei mir selber, wenn ich jetzt mich an einem Ort umgeschaut habe und erst später die Kamera rausgeholt habe und nicht sofort mit der Kamera in die Situation gegangen bin, war ich aufnahmefähiger und auch habe ich mir das intensiver angeschaut, fand ich, als eben in anderen Momenten. Und auch so, was mir wichtig ist, ist, dass eben auch ein Ort nicht durch ganz viele Leute, die dann immer wieder irgendwo hinrennen und da Fotos machen, so den Charme verliert. Ja, also 2 Sachen sind mir dazu eingefallen. Also einmal, ich habe das auch gesehen, besonders bei Videokameras, also besonders bei Camcordern, dass irgendwie so, das ist jetzt natürlich jetzt nicht böse gemeint, aber so der Familienvater dann seine Kinder da filmt, ist ja auch vollkommen okay, aber auch so in Kirchen manchmal, und dann sozusagen filmt, aber dann nur auf das Display guckt, der Kamera, also quasi der Monitor. Und nicht mehr drumherum. Und dann aber sozusagen alles abfilmt. Und dann frage ich mich, also es ist natürlich vollkommen okay, jeder kann machen, was er möchte, aber dann frage ich mich, wird das Video sich dann nochmal angeguckt? Oder ersetzt es nur das Sehen in dem Moment? Ja, und dann, also natürlich kann man sagen, ja, man kann auch die Erinnerungen mit den Augen speichern, im Kopf bewahren. Stimmt ja auch, aber ich frage mich halt, ob dann dieses Bildmaterial oder Videomaterial, ist ja erstmal egal, analog ist ja auch, oder das Gleiche ist ja genau so mit dem Smartphone, wenn jetzt alle filmen mit dem Smartphone oder Fotos machen, sind dann, wird nicht der Eindruck, den man jetzt hat von irgendeiner schönen Kirche oder irgendeinem schönen Sonnenuntergang oder irgendwelchen Tauben, irgendwie in Italien, in Venedig sind ja auch diese typischen Tauben, wird das nicht entwertet dadurch, dass man so viel Material anlegt, aber dass dadurch quasi so ein bisschen beliebiger wird oder quasi man vor Ort eigentlich gar nicht so aufmerksam war und dann aber dadurch, dass man so viel Daten anhäuft, man auch irgendwie gar nicht mehr die Zeit hat oder sich vielleicht gar nicht erinnert, also man sozusagen gar nicht weiß, dass man das Foto gemacht hat, sich nicht mehr erinnern kann und dadurch aber dann, wenn man jetzt nicht irgendein Programm hat, was einem zufällig jeden Tag irgendwelche Bilder von der Festplatte anzeigt, das habe ich jetzt hier bei macOS, das ist ganz cool. Da werden immer irgendwelche random Fotos angezeigt, was dann sehr cool ist, aber erinnert man sich dann überhaupt noch durch, und das finde ich ist schon eine interessante Frage. Also ist es nicht vielleicht auch gut, mal eben, wie du sagst, nicht in diese Situation sofort mit der Kamera reinzugehen, sondern erstmal bewusst zu sehen, dann zu schauen, was interessiert mich jetzt hier? Und hier, also ich meine, hier, das Gebäude hat mich schon sehr interessiert. Ich glaube, ich bin da auch vorher schon mal vorbeigegangen und ich habe gedacht, ach, das ist ja interessant. Wenn ich mit einem Weitwinkel komme, dann verzerrt sich die Treppe. Interessant. Das habe ich mir, glaube ich, schon da gedacht. Ich habe das nicht sofort fotografiert. Und dann habe ich mir noch gedacht, naja, dann könnte man ja vielleicht sogar eine Doppelbelichtung machen. So. Und das ist natürlich schon, also natürlich ist das Bild am Ende, war
waren das jetzt 2 Sekunden vielleicht, das aufzunehmen. Aber natürlich habe ich mir schon einen Gedanken dazu gemacht. Es ist aber bei Doppelbelichtung, das habe ich auch selber. Ich mache auch gerne Doppelbelichtung. Ja, und da habe ich aber auch gemerkt, dass man ja einen großen Teil auch Zufall hat. Oder du kannst ja mit so einer, zum Beispiel Holger oder Lomo, kannst ja jetzt auch nicht so genau, genau. Wissen, was jetzt wirklich da wo. Der Sucher ist ja auch nicht ein Sucher wie bei einer Spiegelreflexkamera, sondern der Sucher ist ja eher so. Guckloch, genau. nochmal durchschauen. Nee, und auch da, deshalb, das ist schon ein großer Teil Zufall dabei. Ja. Was jetzt sich genau überschneidet. Ja. Und aber ich finde das schon natürlich auch. Deshalb regt es, glaube ich, auch wieder das Nachdenken an, wie wir ja auch geschaut haben, wo ist jetzt, wo hört welches Bild auf und wo fängt das die zweite Belichtung an, dann merkt man erstmal, dass da ja doch relativ noch andere Objekte sind, als man eigentlich dachte, auf den ersten Blick zu sehen. Das ist auch der Fluss, wo der plötzlich dann herkommt. Ja, dieser See und Teich, was das ist. Also das Wasser. Ja. Ja, und dieses Restaurant, also was ich interessant finde bei dem, also was man vielleicht hier noch sagen kann zu diesem 6x6 Negativ, ist, dass das natürlich dadurch, dass es so groß ist, wenn man scannt, unglaubliche Auflösung hat, also im Vergleich zum 35 mm. Also Restaurant, also diese Schrift ist knackescharf, wenn man reinzoomt. Ja. Das ist schon krass. Und auch hier Scandic und oben an dem Hotel. Und das ist schon interessant, dass das eben wirklich dadurch, dass es so ein großes Negativ ist, kannst du es auch, wenn du es entwickelst und dir anguckst, ist es auch, also du kannst es dir theoretisch hinstellen, das Negativ. Bei 4x5, also Großformat ist es natürlich noch größer, aber es ist auch interessant vom Handling her, dieses größere Format. Also. Ich finde eben, deshalb sieht man ja auch durch diese Details dann wieder, wie so mehrere Eindrücke sich überlagern. Also auch, das fände ich auch ein spannendes Projekt, wenn man mal in der Stadt ist und man versucht, so verschiedenste Orte sich zu überlagern, ob man das mit der Doppelbelichtung hinbekommt. Aber ich glaube, auf die Frage, die du gestellt hast, ich glaube schon, ob man sich überhaupt erinnert, das macht wirklich es macht was aus, wie intensiv man sich schon mit dem Ort auseinandergesetzt hat. Und mir geht's ja auch oft so, dass ich auf Reisen dann eher an Orte komme, mit denen ich mich auch noch nicht so doll auseinandergesetzt habe, weil man dann doch nochmal dahin einen Abstecher macht oder da plötzlich durch ein anderes Stadtviertel läuft, als man dachte, also nicht so ganz gezielt läuft. Ja, aber es ist ja, auch okay, dass du den Ort erstmal erkundest im Sinne von, wo bin ich hier eigentlich, was gibt es hier vielleicht Interessantes zu sehen, dann am ersten Tag warst du vielleicht noch gar nicht, hast du noch gar keine Karte gesehen, keine Übersichtskarte oder so. Das heißt, du weißt noch gar nicht so richtig, wie die Struktur ist oder vom Ort. Wie die Stadtteile sind oder was es zu sehen gibt und dann so langsam liest du vielleicht noch mal was drüber oder du orientierst dich besser. Das war bei mir in Kopenhagen natürlich genauso, dass ich erst auch gar nicht wusste, wo jetzt diese ganzen interessanten Sachen sind. Und dann ich war auch nicht im Zentrum, ich war so ein bisschen Nörbro, das heißt, also ein bisschen so dieser Problemstadtteil, wo die Krimiserien spielen. Ja. War aber total cool da. Ich habe aber auch Polizeistreifen gesehen, also auch eine Drogenrazzia. Aber ich glaube, es ist auch, wie gesagt, man ist natürlich an unbekannten Orten und deshalb ist es auch interessant natürlich, deshalb will man auch die Orte festhalten durch Fotografie. Also man will sozusagen auch sagen, naja, jetzt bin ich hier einmal da und ich bin jetzt, normalerweise ist man ja vielleicht nur eine Woche und dann will man sagen, okay, ich möchte jetzt möglichst viel festhalten, damit ich mir das später auch nochmal angucken kann, damit sich das gelohnt hat. Also ich habe das zum Beispiel bei irgendwie so chinesischen Touristen, stelle ich mir mal vor und ich glaube, das ist wirklich so, das ist vielleicht jetzt aber auch nur meine eigene Interpretation, aber sozusagen, man hat wenig Urlaub, sowieso im Jahr. Und auch in seinem Leben vielleicht. Und in seinem Leben. Oder es ist teuer, oder es ist man muss sich das erstmal leisten können. So, und dann fährt man noch Europa und dann will man quasi Schloss Neuschwanstein und Berlin und sonst was. Und dann will man alles ablichten, damit man es dann sozusagen sich sein ganzes Leben lang wieder angucken kann oder seinen Freunden und seiner Familie zeigen kann. Ja.
wenn das dann wirklich so ist, dann ist das ja super, ja. Da ist auch Fotografie wirklich ein toller, ein Hilfsmittel, um sich zu erinnern. Also ich erinnere mich ja auch durch Fotografie oft an Reisen. Also auch durch Reisetagebücher, aber auch durch Fotos. Ja. Ich glaube. Über das Medium. Genau. Also ich glaube Fotos, also für mich zumindest persönlich ist das ein sehr gutes Medium, was ich sehr mag. Ich habe mir jetzt auch wieder Fotos angeguckt von irgendwie unserer Reise nach Italien, was dann auch schon, weiß nicht, da war ich irgendwie. Über 10 Jahre her, ja, weiß ich nicht, 12 oder so. Also, und da ist man dann, bin ich persönlich dann wieder in der Reise drin und ich weiß dann wieder, ach Mensch, da waren wir da in Verona. Wir haben ja jetzt vor kurzem über unsere Reise nach Italien gesprochen, wo wir dann in Verona waren und Rom und so weiter. Und das ist schon toll, also dass man dann da die super Skulpturen, die wir uns an diese ganze Kunst, die da so geballt in Italien steht, auch in Rom, Petersdom und so weiter, dass man dann sich da wirklich wieder erinnert. Ich glaube, das würde man nicht so machen, wenn man nicht die Fotos hat. Oder eben man schreibt dann Reisetagebuch oder so. Ja. Aber was mich auch sehr interessiert hat, ist vielleicht auch so als Abrundung, ist dass ich gerne nicht nur unbedingt die Gebäude festhalten will auf Reisen, sondern eben auch die Menschen und das Leben in der Stadt. Und das ist auch so das, was für mich noch ein bisschen ungelöst ist, wenn eben viele Touristen an dem Ort sind. Sind sie ja selbst Akteur oder sie werden teilweise Subjekt sogar. Oder ich wollte in Prag zum Beispiel auch immer das Leben in Prag einfangen, also auch die Pragerinnen und Prager, wie sie dort über den Platz gehen. Aber dann wurde mir auch klar, das geht irgendwie gar nicht. Und auch, es gehört schon zur Stadt, dass es Touristen gibt. Naja, oder auch. Und deshalb ist das auch so ein Teil, fotografieren sie sich dann selbst. Genau. Also es gab jetzt mal irgendwie ein ganz außergewöhnliches Bild während der Corona-Krise, die Karlsbrücke ohne Menschen. Das gibt es sonst nur. Ja, das war immer nur morgens oder spät abends. Oder halt 1800 oder sonst was. Ich weiß nicht, wann die gebaut wurde, aber halt irgendwie, wo es noch nicht so viele Menschen gab. Oder zu viele Touristen, viel besser gesagt. Aber ich habe wenn ich in Prag Menschen fotografiert habe, war das eigentlich, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, eigentlich meist so in Wohnungen. Ja, also dass du dann bei jemandem da von meinem Kollegen da, die Großeltern und der Onkel, die wohnten da in Prag und wenn wir die besucht haben, dann habe ich halt wirklich Prager fotografiert. Also quasi, aber das ist natürlich dann, also man sieht natürlich auf dem Foto nicht, dass es in Prag ist, es ist halt irgendeine Wohnung und da sitzen Leute am Tisch, das ist eigentlich Porträt, das hat ja nichts mehr mit Reise oder es ist nicht ersichtlich, dass es auf einer Reise gemacht wurde. Aber ich habe das auch nicht hinbekommen, in der Stadt Menschen zu fotografieren, wo ich sagen würde, das ist jetzt das sind jetzt die Einwohner von Prag oder so. Ja. Auch die Frage, was heißt das überhaupt oder warum ist das interessant oder warum die Einheimischen. Ich glaube aber auch, dass deshalb das ist auch nur für, man fühlt sich immer genervt, wenn man jetzt denkt, okay, so viele Touristen. Aber eigentlich sind sie schon wirklich Teil, also man muss sie dann einfach akzeptieren. Ich glaube auch, natürlich die Innenstadt in Prag, da habe ich jetzt auch von verschiedenen, also auch die schon lange in Prag leben, gehört, dass einfach die Wohnung so vor Airbnb und anderen Spekulanten gar nicht mehr für normale Bürger erschwinglich sind und dass deshalb wirklich die Innenstadt auch ausstirbt. Ja. Also eben dass man sich halt Ferienwohnung leisten kann am Wenzelsplatz oder da am Museum, hinter dem Museum, wo du gewohnt hast. Zu wohnen. Nee, das ist schon, finde ich, auch eine sehr dramatische Entwicklung, dass eben die Innenstädte so mit völlig, nur noch Konsum, also Geschäfte und Ferienwohnungen sind. Ich glaube, in Prag war das schon krass. Die Frage ist jetzt gerade hat ja Tschechien wirklich einen krassen Lockdown, also jetzt gerade, wo wir das aufnehmen, das ist im Februar 2021, ist die Grenze, also die deutsch-tschechische Grenze, quasi, also wird von der Bundespolizei, also wird kontrolliert, also man braucht einen triftigen Grund, um die Grenze zu übertreten, womit natürlich der Tourismus
auch sagen wir mal, schon sehr stark eingeschränkt ist. Und ich glaube, es wäre mal interessant, sich jetzt mit Leuten zu unterhalten, die in Prag wohnen, wie jetzt die Stadt wirkt. Ja. Und auch wie. Ob sich da, also denn ich denke, das hat sich schon grundlegend geändert. Ja. Also dass wahrscheinlich die Stadt viel leerer ist, stelle ich mir jetzt vor. Und dass wahrscheinlich dann auch diese ganzen, auch die ganzen Gaststätten müssen ich kann mich völlig. Sind ja völlig auf die Touristen angewiesen. Ja, das ist natürlich ganz traurig. Also ich glaube auch die Kneipen, da gab es ja auch einen Protest in Tschechien, dass die Kneipen einfach geöffnet haben, weil die Kneipen quasi kurz vorm Ruin stehen. Also das, klar, das ist natürlich jetzt was wir hier nicht klären können. Da müssen wir einfach mal jemanden befragen, der in Prag ist im Moment. Genau, aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Also vielen Dank für dein Bild. Ja, gerne. Vielen Dank für die Diskussion. Ja. Genau. Und dann, auf viele weitere schöne Reisefotos. Ja, auf viele schöne weitere Reisefotos, die es hoffentlich bald wieder geben wird, wenn die Einschränkungen durch die Pandemie gelüftet werden. Genau. Und dann hören wir uns bald wieder hier bei der Two Photos Show. Vielen Dank. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Bald.